Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit dem neuen Kaigas Assault. Und ja, mal gucken, wie es so ist. Ich denke halt, viele Leute haben nicht so ganz gecheckt, dass es jetzt nicht mehr geht mit AFK-Farmen. Weil es gab es waren genau 268 Anmeldungen. Und sonst sind es immer so knapp über 300 gewesen. Das heißt, wir haben gerade mal 30 Leute verloren, obwohl, also ich bin jetzt nur mit einem Char drin, also ich bin 7-mal verschwunden sozusagen. Ja, und ich meine, viele andere Leute waren ja auch mit mindestens 2 Chars oder irgendwas zwischen 2 und 8 unterwegs. Also sage ich mal, realistisch hätten es Minimum 100 Chars weniger sein müssen als sonst. Kann aber natürlich auch sein, dass die Leute sagen, naja, jetzt wo nicht mehr so viele AFK-Boys hier rumstehen, könnte es halt sein, dass man mehr Interesse daran hat, tatsächlich mitzuspielen. Weil man halt tatsächlich so einen richtigen Game-Mode irgendwo hat und eben nicht mehr nur noch alle AFK rumstehen und man eigentlich gar nicht richtig spielt, sondern man wartet nur, bis es vorbei ist, um dann eben die Belohnung einfach so zu kassieren. So ungefähr. Aber I don't know. Hard to tell. Oh, Mist. Ja, Poison Cloud verschwindet, wenn ich sterbe, ne? Also ich kann niemanden nach dem Tod töten. Nach meinem Tod. Rest jemand? No. Ich hatte gehofft, vielleicht Rest jemand. Ja, mal gucken. Ich glaube, wir sind noch in der kleineren Kaigas Arena. Oder ich bin mir nicht sicher. Also es gibt jetzt ja ab 200 Spielern gibt es ja immer 2-mal Kaigas zeitgleich. Ich glaube, wir sind im kleineren gelandet. Oder sie sind auch identisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig genau, wie das gesplittet wird. Ja, aber gut, wahrscheinlich sind sie identisch. Aber ja, auf jeden Fall mal gucken. Wir brauchen mindestens 30. Also diese Zahl hier oben ist quasi unsere Aktivität. Und davon brauchen wir mindestens 30. Für alle 100 bis 150.000 Damage, die wir machen, kriegen wir da einen Punkt beim Artefakt und bei Kaigas. Für jeden Kill gibt es gleich 3. Uiuiui. Okay. Und alle 20 Sekunden verliert man, glaube ich, einen Punkt, wenn man jetzt einfach nur normal spielt. Wenn man AFK im Spawn steht, dann verliert man alle 10 Sekunden, glaube ich, einen Punkt. Es ist natürlich als Elementor kacke so am Artefakt und so. Ist halt entsprechend schwierig, hier wirklich viel Schaden zu machen und wirklich viele Punkte zu sammeln. Ja, da muss man halt eher Punkte durch Kills sammeln. Aber ich meine, und man kriegt nur 4 Punkte tatsächlich für die 30. Wenn man noch zusätzlich im Siegerteam ist, müsste man nochmal zusätzlich 10 Punkte kriegen. Also dann quasi 14. Also so funktioniert das. Und man darf sich nicht mehr vom Kaigas Skill treffen lassen, von Kaigas seinen Skills. Weil wenn man von denen getroffen wird, wird auch ein Punkt abgezogen. Also es ist so ein bisschen kompliziert. Also eigentlich nicht wirklich kompliziert. Aber ja, es gibt jetzt halt ein paar Sachen, auf die man achten muss, die vorher quasi egal waren. Und yeah, got him. Okay, 41 Punkte habe ich jetzt. Ja, aber man darf natürlich auch nicht sterben. Also es ist einfach ein bisschen, eigentlich so, wie man es immer wollte, so ein bisschen spannender und so. Zeitgleich aber halt auch das Problem, dass man, wenn man halt wirklich hart am Losen ist. Also mal angenommen, die Teams sind extrem ungleich und das ist ja leider doch sehr häufig vorgekommen in der Vergangenheit, dass 2 Teams, einfach das eine Team alle AFK und diejenigen, die aktiv waren, waren halt irgendwelche PvE-Spieler oder halt Leute, die einfach keinen wirklichen Bock hatten oder so. Keine Ahnung, ist ja egal. Und das andere Team hat quasi nur aus richtigen PvP-Spielern bestanden und es war quasi ein Ungleichgewicht, wie es größer nicht hätte sein können. Es war ja wirklich sehr, sehr häufig so leider. Und wenn das halt jetzt vorkommt, ist es halt so, dass man gar keine Belohnung mehr bekommt. Also wenn man jetzt komplett zerstört wird von den Gegnern, bekommt man höchstwahrscheinlich keine Belohnung. Weil wenn man komplett zerstört wird, ist es schwierig, die 30 Punkte zu behalten. Also ab 29 Punkten kriegt man gar nichts. Also man braucht mindestens 30, um irgendwas zu bekommen. Und naja, ich meine, wenn du nur in deinem Spawn hockst und du kommst gar nicht mehr raus, weil du gespawn-trapped wirst, und das ist ja wirklich sehr häufig passiert, dann kannst du logischerweise nicht punkten. Und selbst wenn du ab und zu noch einen Kill machst, wird es dir einfach direkt wieder abgezogen, weil du ja nur im Spawn hockst, wo du die ganze Zeit Punkte verlierst. Und das ist halt der einzige Nachteil, den ich aktuell hier noch sehe. Also man müsste immer noch irgendwie gucken, dass es eine Art Balancing gäbe, eine Art MMR, so wie bei League of Legends oder sowas, ein Rang, wo halt Leute, die permanent hohe Punktzahlen erreichen, dass die halt entsprechend höher einkategorisiert werden und dass du dann halt nicht 5 solche Leute in ein Team packst, sondern das Spiel automatisch erkennst,
das sind 5 Leute, die sind immer richtig gut dabei bei Kaigas. Die dürfen jetzt nicht in einem Team sein. Oder nicht zu viele Leute mit einer gewissen Punktzeit dürfen nicht in einem Team sein. Whatever. Irgendwie sowas müsste man wahrscheinlich langfristig noch hinzufügen. Weil sonst, ja. No. Mann, das scheiß Artefakt hat so eine große Hitbox. Ich konnte nicht anklicken. Das wäre ein easy Kill gewesen. RIP. Naja. Ah ja, Kaigas ist gespawnt. Nach dem Artefakt dann wahrscheinlich mal in die Mitte gehen. Die Gegner haben tatsächlich viel mehr Kills als wir. Also es könnte sein, dass die entweder am Spawn-Trappen sind oder wir jetzt gleich richtig heftig aufs Maul bekommen. Wird sich zeigen. So früh schon 30 Kills mehr ist actually heftig. Naja, es sind nur noch 24. We will see. So, ich habe jetzt 50 Punkte. Das ist eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Also bin für eine Weile ein bisschen safe. Aber die Punktzahl ist ja erst am Ende relevant. Also selbst wenn ich jetzt 100 Punkte hätte, vollkommen Wurst. Also ich glaube, man braucht 90 für die höchste Belohnung, wenn man nicht in den Top 3 ist. Ich habe es zwar nebenbei offen, aber ich kann es gerade nicht nachschauen. Oh, Mist. No! Hey, wieso steht ihr nebeneinander? What? Da standen gerade einfach 3 Leute von uns um den Gegner herum und haben ihn nicht angegriffen. What the fuck? Oh ja, die müssen unbedingt noch diese scheiß Teamnamen entfernen. Die machen alles so extrem zusätzlich, so extrem unübersichtlich. Es fuckt so ab. Es ist sehr nervig. Also jetzt darf man sich nicht von Kaigas Skill treffen lassen, sonst wie gesagt kriegt man auch Punktabzug. Jedes Mal, wenn man getroffen wird von seinen Skills, kriegt man einen Punkt abgezogen. Ich wurde heute noch gar nicht aus Dark Elo getötet, fällt mir gerade auf. Das heißt, jeden Moment müsste es soweit sein. Ah, scheiße. Ich glaube, ich hatte kein GT. Okay, 53 Punkte, jetzt sterbe ich. Achso, nee, der Punkt wird direkt abgezogen, wenn man stirbt, nicht erst, wenn man respawnt. Ah, okay, dann wäre gut, sonst könnte man die Punkte durch Rest wahrscheinlich saven. Aber eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man diese saven könnte durch Resurrection. Dann hätte Resurrection noch einen viel höheren Stellenwert. Ich wurde den gesamten Spielmodus halt legit zweimal gerest oder so. Meistens probieren sie es nicht mal. Ich habe wieder kein GT. Ist hier keine M? Noch mal irgendeiner GT? Jetzt höre ich GT. Aber kann es sein, dass sie seinen Skill entfernt haben, der random war? Es gab doch auch einen Kaigas-Skill, der hier so einfach reingedroschen hat, ne? Na gut, ich halte mich stabil bei 55 Punkten. Eigentlich würde man so 90 wollen. Dann gibt es nämlich 10 Kaigas-Chips, aber das ist eigentlich auch lächerlich. Ist. Für 30 kriegst du 4 und für 90 kriegst du 10, aber naja, so ist es halt. So ist es halt. Ich sag mal so, Ziel ist eigentlich jedes Mal auf jeden Fall überhaupt eine Belohnung zu kriegen. Keine Belohnung wäre halt richtig bitter. Ja, man sieht halt nichts, weil diese ganzen scheiß Teamnamen von den toten Leuten am Boden alles verdecken, ey. Es ist so fucking nervig. Du weißt halt nicht, wo du hinklicken musst, weil du die Leute nicht siehst. Wegen den ganzen Leichen. Es ist so scheiße nervig. Oh. Oh mein Gott. No, es ist ein Dark Elo. Scheiße. Oh, fuck, man. Die Gegner haben halt 60 Kills mehr als wir. Ich check nicht, wie wir vorne sind. Check's wirklich nicht. Da ist der Skill, den ich meinte. By the way. Da ist der Skill, den ich meinte. Oh nein! Oh, ich hab's rausgeschafft. Aber dafür Blinkpool wasten zu müssen, ist halt eigentlich auch richtig bitter.
Jetzt einfach Blinkpool. No! Da wird der Punkt abgezogen. Ja, Alter, da kannst du halt legit fast nicht ausweichen. Was ist das, ey? Legit mal so eine Sprint-Scroll aktivieren. Jetzt habe ich schon 2 Punkte verloren wegen der Scheiße, oder? Und Blinkpool dafür wasten. Sounds like a bad idea. Sounds like a very bad idea. Tötet es! Ah, er hat sogar 3 Skills. Er hat 2 rechteckige und den runden. Man hat halt noch nie wirklich auf die Skills von ihm geachtet, weil er eh keinen Damage macht, ne? Aber jetzt, wo er dir Punkte abzieht, ist es plötzlich ziemlich relevant. Ah! Ist das bescheuert? Ah! Oh man. Nein! Ah, wieder einen Punkt abgezogen bekommen. Boah, Junge, das ist aber auch wirklich ätzend. Holy shit, man. Gar nicht mal so geil, hier nur vorne zu stehen und zu dingsen. Da kommen die gegnerischen Elementoris. Scheiße. Was war das gerade? Da war einfach kurz 2 Sekunden kein Sound. Damn, die 80 Punkte wäre natürlich schon geil, ne? Die 90. Und wir sind tatsächlich auch bei... Alter, wir sind bei 76%. Was geht ab? Ja gut, es sind doch nicht so viele Leute AFK. Ja, so sieht es doch schon besser aus. Weil es immer doch irgendwie inakzeptabel ist, dass 10 Leute AFK sind, weil wenn du nicht mitspielst, warum joinst du? Du bekommst absolut gar nichts fürs Joinen. Ich meine, gut, manche Leute joinen vielleicht mit dem Ringmaster und hoffen, dass der im gleichen Team ist. Aber das brauchst du ja eigentlich nicht. Brauchst du deinen Ringmaster nicht. Es gibt ja den Buff-Ping. Oh, shit. Oh, wow, 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 what the fuck, Alter. Plötzlich kommen von hinten 50 Gegner. Wo kamen die plötzlich her, Alter? What the fuck? Oh boy. Ja, 90 Punkte. Jetzt müsste ich schnell 3 Kills machen. Müsste ich ganz schnell 3 Kills machen. Oder ein paar Kills. 37 Sekunden, wenn die Gegner nicht aufholen. Aber wir wollen ja eigentlich nicht, dass sie aufholen. Mist. Ich habe ein paar Leute gekillt, die AFK auf Kaigas draufgeballert haben. Oh, 98 Punkte. Die Leute sind in meine Skills gelaufen. Oh, shit. 100 Punkte! Weil die Leute AFK in meine Skills gelaufen sind. Nein! Oh. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte ich jetzt bekommen habe. 8? Na gut, das bringt aber nichts. Aber ich hatte ja, wie viele Punkte hatte ich? 90. 100. Das heißt, ich müsste 10 Kaigas-Chips bekommen haben. Also wir haben gewonnen. Und ich hatte 90 bis 100. Also ich müsste jetzt 20 Chips bekommen haben, theoretisch. Scheiße, jetzt mal merken müssen. Wo sind meine Kaigas-Chips überhaupt? Hier. Ich habe nur 65. Das fühlt sich nicht so an, als hätte ich 20 bekommen. Aber wenn alles richtig funktioniert hat, dann hätte ich jetzt 20 kriegen müssen. Cool. Aber 10 davon halt nur, weil ich im Siegerteam war. Und wenn ich im Loser-Team gewesen wäre, wobei es relativ ausgeglichen war, würde ich behaupten. Naja gut, eigentlich war es nicht wirklich ausgeglichen, ne? Die Gegner hatten viel mehr Kills, aber wir haben halt gewonnen. Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich denke, grundsätzlich ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir sind noch lange davon entfernt, dass Kaigas Assault ein fertiger, funktionierender Modus ist, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, es kann... Also ist jetzt nicht passiert, aber es wird langfristig wieder passieren, dass ein Team halt mal extrem stark ist und ein anderes Team vielleicht mal extrem schwach, einfach nur wegen RNG, einfach nur wegen Pech. Und das kann halt einfach nicht sein, dass du nur dann deswegen gar keine Eigenleistung mehr erbringen kannst, weil ich meine, wenn du gespawnt-trapped wirst von 10 PvP-Spielern, ich meine, dann kannst du der beste Spieler auf dem Planeten sein. Du wirst keine Punkte holen.
Und klar kann man dann sagen, naja gut, sowas kann halt mal passieren. Hat jeder mal so eine schlechte Runde sozusagen, wo man dann mal keine Belohnung bekommt. Aber ich weiß nicht, es sollte schon irgendwie auch eine Art Balancing geben, denke ich. Also, dass man hier irgendwie guckt, dass die Teams immer ungefähr gleich stark sind und es nicht dem Zufall überlässt. Wäre halt cool. Wäre sehr, sehr cool. Ich sage auf jeden Fall, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Was haltet ihr von dem neuen Kyle Gasse Sword? Findet ihr es besser, schlechter, whatever? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Tägliche Livestreams jeden Tag auf Twitch. Klickt auf den Link. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.